willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder zu einer frisch gepressten Sendung. Heute geht es auch um Lufthansa. Lufthansa hat einmal mit dem Piloten eine Einigung, aber irgendwie dann auch doch nicht. Die City Airline 2.0, Citylines oder wie sie auch immer heißen mag, wird in München ihr erstes Flugzeug in Angriff nehmen. Es ist auch irgendwie schon da. Dann geht es weiter mit einer 737 MAX 7 2024, kommt dieses Jahr nicht mehr. Und wir haben dann lustigerweise noch ein Thema Emirates, Business Class Essen, dass man das Essen vorher bestellt, bis zu 24 Stunden vor Abflug. Und wer kommt dann um die Ecke mit einer Neuigkeit? Lufthansa, die machen das auch, aber etwas anders und in meinen Augen sogar besser. Ja. Dann geht es weiter mit einem Deal, so ein Deal in der Business Class von Seoul nach Rom für schlanke 2.139 Euro. Ich weiß gar nicht, warum ich US-Dollar geschrieben habe. Das sind Euro, das muss ich direkt ändern. Dann kann man die Emirates Nachbarschaft, nämlich Etihad, die Residenz buchen. Die hat nämlich auch einen coolen Preis. Ich hatte euch ja Preis genannt, aber es geht auch auf Punkte. Und diese Punkte, die müssen wir uns mal angucken. Also, da wird es nochmal genauer hingeschaut. Und damit haben wir dann auch alles schon abgearbeitet, was frisch gepresst ist und können auch direkt Gas geben. So, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz wichtig, unten zu kommentieren. Die Frage des Tages habe ich euch natürlich nicht reingestellt, weil ich hier noch im Chat unterwegs war. Doch, ich habe das eingestellt, aber ich habe es nicht abgeschickt. Na, das ist ja mal wieder was, ne? Also so wird das nichts mit uns. Aber ihr macht das ja umso besser. Kanal abonnieren, Glocke, Like und so weiter. Ihr wisst, wie es geht. Und für Frankfurt Stammtisch haben wir nur noch, glaube ich, einen Platz. Und für Berlin haben wir 1 oder 2 Plätze. Also geht relativ voll. Und wir sind gerade am Diskutieren, wo wir in Frankfurt essen gehen. So wie ich das verstanden habe, Steakhouse war ein Kommentar. Und dann gab es Surf and Turf. Aber Lars möchte keinen Fisch und möchte auch keine Twitter-Geschichten, dann lieber zum richtigen Asiaten, zum Chinesen. Aber Thai geht auch. Könnt ihr auch unten kommentieren oder in der Stammtischgruppe für Frankfurt. Das erste Thema, Lufthansa-Piloten werden jetzt selber über ihren Tarifdeal entscheiden. Und zwar, das ist so, dass die Lufthansa-Piloten dort jetzt erstmal gesagt haben, okay, wir haben im Management gesprochen, die 5200 Piloten der Lufthansa-Kernmarke werden da mit höheren Gehältern abgearbeitet. Ich hatte euch das Ganze ja schon gesagt, wie es ist. Und zwar ist es so, dass man 7,5% Gehaltsplus hat ab 2024 und einmalig die 3.000 Euro Sonderzahlung, die es halt für jeden irgendwie gibt. Und das Spitzengespräch bei der Lufthansa hat am Ende den Durchbruch gebracht. Und das Spitzengespräch war nicht mit irgendwem, sondern mit dem Konzern oder beim Konzernvorstand. Können wir ja mal überlegen, wer da alles dann gesessen hat. Das Thema, was allerdings ausgeklammert worden ist, und das muss man natürlich dann sich nochmal genauer angucken, ist diese Flottin-Zusage. Und das ist ja auch das, was ich das letzte Mal gesagt hatte, dass diese PPV, also der Perspektivvertrag, erstmal rausgenommen worden ist. Denn die Piloten hatten zuletzt ja 325 Flugzeuge in der neuen Kerngesellschaft drin. Und der ist ja von der Lufthansa 2021 gekündigt worden. Und da ist man natürlich so ein bisschen jetzt im Zwiespalt, denn die Pilotinnen und Piloten müssen jetzt erstmal abstimmen mit Ja oder Nein, ob sie dafür sind oder Nein dagegen. Und dieser AOC, die AOC-Geschichte mit dem ersten A319 ALX ist eine ganz neue Geschichte, die wir nämlich jetzt auch direkt angehen. Und zwar, da ist es so, dass die Lufthansa Nägel mit Köpfen macht, ganz genau. Da können wir auch das nächste Thema aufrufen, denn die Delta Alpha India Lima X-Ray ist in München angekommen. Das ist die neue Basis und da soll es auch wirklich direkt Gas geben. Man muss jetzt natürlich ehrlicherweise sagen, das AOC muss ein Flugzeug bekommen, weil sonst, wenn nicht ein Flugzeug mit dem AOC fliegt, verfällt das auch irgendwie. Und
Die Maschine absolvierte auch ihren letzten Flug mit der Cityline, ist also quasi von der Cityline dann rüber zur, wie heißen sie jetzt nochmal, City Airlines, rübergegangen nach München und ist dann nach Berlin überführt worden. Es gab dann mehrere Flüge von Berlin nach Leipzig und München und ansonsten ist die Maschine in Berlin geparkt. Flug zur Basis in München am 26. Juli ist der Flug dann quasi, das ist ja quasi gestern gewesen, als Flug LHX 9991 von Berlin nach München in Ferie gegangen. Und es wurde gesagt, dass es sich dabei um einen technischen Check in Berlin gehandelt hat. Also Start der ganzen Geschichte 2023. Aber man hat das wirklich bewusst ausgeklammert bei den Freunden der Tarifverhandlungspartner, weil das wäre eine never-ending Story wahrscheinlich geworden. Und für uns, da können wir einmal oszinativ gemeinsam einatmen, ausatmen und sagen, es gibt keinen Streik, in der Hoffnung, dass die Pilotinnen und Piloten dieses in den nächsten Tagen einfach mit einem Ja, Hurra absegnen. Wie findet ihr das? Sagt ihr, das ist eine coole Geschichte? Oder sagt ihr, das ist alles Folklore? So wie Freddy gesagt hat, da geht es ja um tiefere Dinge. Heißt also nicht nur um das Thema, ob das jetzt City Airlines, Airlines oder wie auch immer ist, sondern um die Aushebelung der Positionen. Und das ist natürlich das, was dann nicht den Zusammenhalt in einer Firma fordert und fördert. Jetzt kommt nochmal Neuigkeiten von den Freunden von Boeing. Wir sind ja eigentlich gewohnt, dass bei Boeing nicht immer alles rund läuft. Und das, was nicht rund läuft, ist auch bei der 737 MAX 7 zu spüren. Und dieses, was wir dort spüren bei der MAX, ist so, dass man nicht mehr damit rechnet, die ersten Auslieferungen im laufenden Jahr zu haben. Und diese Verzögerung wurde gerade auch an der Börse bekannt gegeben. Man rechnet damit, dass man 2024 den ersten MAX 7er an Kunden ausliefert. Und das ist eine Pflichtmitteilung, die an der Börse platziert werden muss, damit die Leute, die investieren, natürlich wissen, worum es geht. Es ist das Einstiegsmodell und dann gibt es natürlich noch die 10er, die kommt auch. Aber die haben beide noch keine Zulassung, also die wird erst jetzt angestrebt. Und die MAX 10 soll auch erst 2024 ausgeliefert werden an Kunden. Heißt also, das mit diesem Jahr klappt nicht mehr leider. Aber wie heißt es immer so schön, am Ende werden die Hühner gezählt. Damit ist es so, dass wir dann hoffen, dass das Flugzeug sicher und happy an die Kunden übernommen wird. Und damit ist es dann auch relativ cool. Man muss halt nur gucken, dass das nicht zu lange dauert, dass so eine Airline wie Southwest, die rein theoretisch ja auch eine MAX 8 nehmen könnte und nicht nur die 7er, nicht dann irgendwann sagt, kein Bock mehr gehen zu Boeing, zu Airbus, Entschuldigung. Ich glaube aber nicht wirklich, dass sie das machen würden, weil die dann die ganze Flotte umbauen müssten und das haben die natürlich auch irgendwie mit ihren Kosten nicht so ganz auf ihrem Wunschzettel. Deshalb eher unwahrscheinlich, aber alles möglich. Und was das Schlimme ist, Boeing hat ja auch keine Gewinne gemacht, haben wir ja auch gehört von den Zahlen her. Heißt also, wenn die da weiter Verspätungen haben, wird es auch weitere Rabatte geben müssen. Und das ist dann natürlich eine relativ uncoole Geschichte. So, jetzt sind wir bei Geschichten, die relativ cool sind und das ist Emirates. Und da habe ich bei Emirates etwas an der Pressemitteilung gelesen. Und zwar ist es so, dass Emirates sagt, man introduced jetzt, dass man die Business Class Essen bis 14 Tage bis 24 Stunden vorher bestellen kann. Und dann kriegt man auch wirklich das, was man bestellt hat. Und vom 25. Juli an ist es ausgerollt worden, also seit vorgestern, für die Flüge Dubai und London, London Gatwick und London Stansted, damit man noch mehr Benefits hat als Kunde. Und dieses Pre-Order Meal oder Essen, wie es heißt, ist relativ cool, weil ich denke mal, dass man damit natürlich dann die Kunden wesentlich besser mit abarbeiten kann. Und ihr wisst ja selber, wie es ist.
Ich zum Beispiel, ich habe ja eben gesagt, ich esse keinen Fisch, damit sicherzustellen, dass man das bekommt, was man auch bestellt hat, ist natürlich relativ cool. Als Statuskunde ist man natürlich da sowieso schon vorher abgefragt, hoffentlich, wenn die das alles im Griff haben. Aber was Emirates auch sagt, ist, das soll dazu dienen, dass man weniger Müll produziert. Und dann denkst du an nichts Böses und dann kommt Hansa um die Ecke und macht auch so eine Ankündigung. Und die Ankündigung, finde ich, die hat es in sich, weil die nämlich nochmal richtig viel geiler ist, in meinen Augen, als das, was die Freunde bei Emirates gemacht haben. Nein, ich habe die Frage des Tages nicht vergessen, die mache ich erst, nachdem ich mit der Lufthansa fertig bin. So, und zwar ist es so, bei der Vorbestellung gibt es jetzt doppelt so viele Hauptspeisen zur Auswahl in der Business Class, als es an Bord gibt. Das ist ja schon mal richtig geil. Und Onboard Delights bietet neue Heißgetränkespezialitäten in nachhaltigen Mehrwegbechern. Gut, das ist jetzt nicht so prickelnd, weil das erwarte ich schon, aber dass man das so groß macht. Und dann natürlich, das ist wichtig für euch, die ihr in der Altersgruppe Kinder seid, da ist es so, dass es an Bord für junge Gäste mehr Kindermediathek-Content geben wird und Podcast und mehr Filme. Ja, ich weiß nicht, wer von euch solche Sachen guckt, aber vielleicht habt ihr ja dann Schneewittchen oder sowas als neuen Film, den ihr gucken könnt. Und der Bordservice wird wirklich künftig erweitert und da habe ich auch eine Sache bekommen, die muss ich euch vorlesen, die kann ich mir leider nicht aufs Bild, auf dem Bildschirm beamen, hier, die muss ich hier rechts gucken. Und zwar ist es so, dass man das machen kann, egal welche Buchungsklasse man hat. Das hilft, die Verwendung von Lebensmitteln noch besser zu planen, durch Abfälle weiter zu reduzieren. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Und auf dem August habe ich ja auch gesagt, im Becher werden neben hochwertigen löslichen Kaffeespezialitäten wie Latte Macchiato künftig auch 3 Teevarianten und heiße Schokolade zum Kauf angeboten. Also auch gut. Die Passagiere der Lufthansa Group haben sich zum Ziel gesetzt, die Passagier-Airlines der Lufthansa Group haben sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 gänzlich auf Einwegplastik und Einweg-Aluminium an Bord zu verzichten. Sehr, sehr gut. Und jetzt kommt's. Das Thema Pre-Select ist Bestandteil des Programms Route 66. Das Programm hat sich zur Aufgabe gemacht, den Net Promoter Score, und das ist diese Kennzahl, die Customer Satisfaction misst, von im Schnitt 29 im Jahr 2022 auf 66 im Jahr 2025 zu steigern, entlang der Reisekette. Und dieser Net Promoter Score ist nichts anderes als das, wenn man die Frage gestellt bekommt, würdet ihr diese Fluggesellschaft auf einer Skala von 1 bis 10 weiterempfehlen? Das ist die Net Promoter Score Geschichte. Finnair hat einen Net Promoter Score gehabt von 35 letztes Halbjahr, nur damit ihr wisst. In der Aviation der Durchschnitt liegt bei 26 ungefähr. Heißt also, wenn man sich den Net Promoter Score von der Lufthansa im Moment anguckt, NPS Lufthansa, ich muss ihn mal gerade nachschlagen. Ich habe das gerade gemacht letzte Woche, weil ich da einen Vortrag vorbereitet hatte. Dann gucke ich mal, da ist der Net Promoter Score. Wo haben wir es? Es dauert ein bisschen so. Lufthansa Cost-Cutting, bla bla, Net Promoter Score 35. Also das heißt, vor der Pandemie war er sogar 57, was relativ hoch ist. Deshalb ist diese Route 66 gar nicht mal so unwahrscheinlich. Aber wenn man jetzt auf 35 runter ist, sieht man halt, wo man ist. Und der höchstmögliche Score, den man haben kann, ist plus 100 und der niedrigste ist minus 100. Nur sowas als Hinweis für euch, damit ihr das einordnen könnt. Und jetzt kommt es natürlich dazu, dass wir die Frage des Tages mal einblenden. Und mal gucken, wo ich das hier habe. Hier habe ich das. Wie findet ihr die Idee, Essen vorzubestellen? Würdest du das Essen auch kostenpflichtig bestellen? Beziehungsweise, um auf die Lufthansa noch einzugehen, findet ihr die Idee gut, vorher mehr Auswahl zu haben? Ich persönlich, meine Antwort kann ich euch geben. Ich finde es cool, das vorher zu bestellen. Auch wenn Leute sagen, naja, 14 Tage vorher, ich weiß gar nicht, was ich mag. Naja, nun gut, wenn man eine Auswahl für zwischen 6 hat, dann weiß man ja ungefähr, was man mag. Und das andere ist, wenn es käufliche Variationen geben würde, wo man sagt, hey, für 20 € mehr kriegst du irgendwas Geiles,
bin ich sofort dabei. Denn wie ist denn das mit Singapore Airlines? Lobster Thermidor. $100, glaube ich, kostet die Bude extra in der First Class. Ich würde jetzt keinen Lobster essen, aber wenn man dafür dann irgendwas Ordentliches kaufen kann und dann auch in der Qualität, hey, 50 Euro mehr auf dem Hinweg und auf dem Rückweg nochmal, das wären 100 oder 200. Wer ein Ticket 3.000, 4.000, 5.000 Euro zahlt, der zahlt auch das. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt und was ihr davon haltet. Dann geht es weiter mit den Themen und zwar Etihad, die Residence. Wir hatten ja besprochen, wie man die Residence mit schmalem Geld schon buchen konnte und jetzt geht es so, dass man das First Apartment oder aber auch die Residence auf Meilen buchen kann. Und zwar, es gibt relativ gute Verfügbarkeiten. Traditionell kann man das so machen, dass man zum Beispiel, wenn man einen One-Way Award haben will, für 62.500 American Advantage Meilen machen kann. Die kann man dann rumrubbeln. Oder man kann das auch mit Etihad Guest machen. Ich muss mal gucken, ich habe noch über 500.000 Etihad Guest Punkte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und der Preis ist natürlich relativ hoch bei Etihad, wenn man in die Residence möchte. Aber man kann seine American Express Membership Rewards Punkte rüberrubbeln zu einem Faktor von 5:4. Heißt also, tada, 100.000 Punkte rübergerutscht, kriegt er 80.000. Verliert er also 20%. Wer eine amerikanische Kreditkarte hat, 1:1. Also 100.000 sind 100.000. Auch hier wieder ein Hinweis an alle gepflegten Zuschauer, die wissen natürlich, was ich dann sage. Amerikanische Kreditkarten, bares Geld, ihr spart bares Geld auch beim Sammeln. Ich habe jetzt letztens festgestellt, zum Beispiel mit meiner American Express Goldkarte, da gibt es $25.000, die man pro Jahr mit 4-fachen Punkten bekommt, wenn man sie bei einer Grocery einsetzt. Ich habe in Finnland Prisma und Prisma zählt. Da kannst du kaufen. Müsst ihr mal ausprobieren, ob es auch bei Rewe oder sonst was in Deutschland funktioniert. Ich habe es leider nicht gemacht. Und mit der Platin-Karte, da gibt es ja dann auch nochmal die Möglichkeiten, da dann 5-fache Punkte zum Beispiel zu bekommen, wenn man ein Airline-Ticket kauft. Und daran seht ihr das zum Beispiel, wenn man ein Lufthansa-Ticket kauft und man bekommt nur einen Lufthansa Miles & More Punkt und ihr geht dann hin und kriegt aber 5 American Express Membership Rewards Punkte und ihr rubbelt die dann um. Ihr versteht, worum es geht. Wer Fragen hat, die Nummer, ich sage es nur, damit ihr es wisst. Dann haben wir noch eine Airfare of the Deal Zone today. Und zwar Airfare of the Deal Zone haben wir hier. Da gebe ich euch das auf eure Augen. Und dann seht ihr das auch schon in der Buchungsklasse P bzw. D von Incheon nach München, nach Fiumicino, nach Rom. Das sind zusammen 11.495 Kilometer hin und zurück. Und wichtig ist bei dem Ticket natürlich immer wieder die Themen zu wissen. 3 Tage Minimumaufenthalt, Maximalaufenthalt 12 Tage, 250 Euro Cancellation, No-Show, Refund. Charge 250 Euro für Reissue und Revalidation. Vorausbuchungsfrist ist natürlich 14 Tage vor Abflug. Und jetzt habt ihr das gesehen. Relativ coole Geschichte, alles in der Business Class. Und dann seht ihr, wie viele Meilen es gibt. Bei Air China gibt es 23.444, 19.848 bei Hansens und bei Scandinavian. Es gibt noch bei Miles & More natürlich 25% Executive Bonus, ganz genau. Dann Copa United sind 17.662, 15.889 bei Singapur, dann 14.000 paar kaputte bei Air Canada Aegean, 13.000 paar kaputte bei Thai Latam und bei Äthiopien, Air India TAP und Air Malta sind es 12.379 beziehungsweise ein bisschen mehr bei Äthiopien. Bei All Nippon sind es 11.000 paar kaputte, 10.000 paar kaputte bei Avianca und Turkish, Egypt 9.000 paar kaputte, 8.000 bei EVA, Asiana 7.000, genau wie bei South African und ein paar mehr. Und dann haben wir bei Cathay Pacific 1.134 und 0 Punkte bei Air New Zealand. Damit haben wir das alles abgearbeitet und haben damit die Sendung relativ cool rumgekriegt, oder? Ich hoffe, ihr habt die Frage des Tages und alles ordentlich beantwortet. Solltet ihr das nicht
gemacht haben, dann würde ich euch hier einmal die Frage des Tages nochmal einblenden. Wie findet ihr die Idee, Essen vorzubestellen? Würdest du auch das Essen kostenpflichtig bestellen? Ich bin gespannt auf eure Antworten. Das gucken wir uns jetzt ganz genau an, was ihr da zu sagen hattet. Und der erste im Bunde, den wir dann direkt auf den Sender holen. So, 21.12, zack, und schon haben wir wieder alles ordentlich gemacht. Damit die Zeitstempel stimmen, haben wir das auch abgespeichert. Dann geht es nämlich direkt los. Hallo Frank, hallo Frank, noch mehr Frank. Einmal Frank aus Stuttgart, einmal Frank aus Bremen. Hallo Guido nach Dedorf. Direkt mal liken, das ist richtig. Macht es wie Guido, like den Kanal, denn das Liken ist wichtig für mich. Das ist Liebe, blanke Liebe. Hallo Matthias, hallo Sven. Guten Abend in die Niederlande. Frankfurt Stammtisch, nur noch wenige Plätze frei, ne? Dennis, immer direkt. Aber warum hast du dich denn umbenannt von Wings and Rails oder Rails and Wings? Woher soll ich denn wissen, wer der Herr Behrendonck ist? So, Jörg. Ach ja, Kanalmitgliedschaft bitte in den Niederlanden auch, ne? Kanalmitgliedschaft. Hallo Jörg, jetzt aber Jörg, so, hallo Stadtberg, Grüße nach Berlin. Dann Roland, Hallöchen, Kanalmitgliedschaft. Frank, Frage des Tages. Die Swiss macht die Vorbestellung C-Klasse Essen bereits seit über einem Jahr, rühmte sich derzeit damit die erste Airline der Lufthansa Group zu sein, die dies macht. Naja, nun gut, das wurde jetzt nicht wirklich so durchgezogen, hundertprozentig. Und das andere Thema ist, Singapore Airlines hat das schon vorher gehabt, sorry. Aber man ist halt die erste Airline der Lufthansa-Gruppe. Das ist ja auch bei Allegris, alle, die bei Allegris waren, haben ja festgestellt, dass das, was Allegris ist, keine andere Fluggesellschaft auf der Welt bis heute gemacht hat. Und Lufthansa ist auch die erste Betreiberin der 787. Da gibt es nichts, was man sagen kann, und es macht es nicht unwahrer, was die Lufthansa behauptet. Ihr also lügt bitte nicht weiter rum, glaubt der Lufthansa. Dann Tom, hallöchen, schönen Abend. Frage des Tages, ich finde die mit Vorbestellung super. Da haben wir einen Fan. Hat die eine Vorbestellungsmöglichkeit C-Klasse für gut? Das ist sehr gut, da sind nur Fans. Finde ich nicht schlecht, aber nicht kostenpflichtig. Geht hier aber um Qualitätsupgrade, ne? Dann Sven. Endlich mal die Möglichkeit, auch bei LH für richtig lecker Schappi würde ich unterwegs sein. Da muss aber auch außergewöhnlich sein. Ein ganzer Kerl dank Schappi, glaube ich, so war das. Außergewöhnlich wird es sein. Es wird 5 Sterne Deluxe über den Wolken sein und es wird Michelin-Reifen auf dem Flugzeug geben. Vorbestellung nutzen? Ja, natürlich, Vorbestellung würde ich auch nutzen, also das ist ganz klar. Dann, mein Essen in der Business bei Singapore Airlines ein paar Tage ist bereits vorbestellt. Finde ich voll super, weil ich lange zu überlegen brauche, besonders bei der großen Auswahl. Ja, das stimmt. Wenn es zu viel ist, ist auch doof. Mit Sicherheit ist das Vorstellen eine gute Idee. Ich kann mir bei der LH aussuchen, welche Farbe der Tasting Heimatapfel hat und wenn ja, mit Wurm oder ohne. Bon Appetit. Ja gut, wenn du ein Fleisch... Aber das Problem mit dem Wurm ist folgendes. Du darfst nichts sagen, wenn du den Wurm hast, weil das wäre unfair. Denn die anderen hätten sonst auch eine Fleischeinlage haben wollen. Da haben sich 2 im Geiste gefunden. Auf Langstrecke auch genügend Zeit, gucke ich gerne mal in die Karte, Business Echo, keine Vorstellung für mich. Ja, das okay, das ist gut. Positiv und gebe Vorschuss Lorbeeren, eher Schneefilet. Das weiß ich jetzt nicht genau. Also ich glaube, das Walt Disney, das ist jugendfrei. Das, was du meinst, ist was anderes, aber vielleicht ist der falsche Kanal, um das jetzt cineastisch zu besprechen. Gute Idee, ich würde es nutzen, aber warum sollte man dafür bezahlen? So ist es doch viel besser für die Airline zu kalkulieren. Warum man bezahlen sollte, ist einfach, dass man etwas bekommt oder dass man zusätzlich was bekommt. Das heißt also, dass man zum Beispiel sagt, hey, ich will das und das extra haben. Finnair hat ja zum Beispiel Dom Perignon extra zum Kauf angeboten, was man vorher bestellen konnte und. Also das sind Sachen, wo ich sage, das ist eine gute Idee. Zu spät, hier kannst du nichts löschen. Ich kriege alles.
Markus M. aus DA. DA ist, glaube ich, Darmstadt. Wir haben noch Stammtischplätze in Frankfurt. Wenn du mit auf den Radio Frankfurt Radio, ich weiß jetzt leider nicht, wie heißen genau, also Radio Frankfurt, glaube ich, heißt es. Da gehen wir auf den Tower oben und werden Wein trinken. Danach wird es entweder ins Steakhouse gehen oder sonst wo. Da wird gerade besprochen, wo wir hingehen. Schickt mir hier was hin, der Link, um da dann noch teilzunehmen. Wir haben, glaube ich, wirklich nur noch einen Platz. Also das wäre dann der letzte. Und wenn du mir den Link hier hinschickst, kann ich dir auch noch den 10%-Code geben, der heute noch gilt. So. Bestelle im Aircraft, weiß vorher gar nicht, worauf ich Lust habe. Ja, klar. Aber bei Lufthansa, wenn es dann 6 Sachen gibt, anstatt 3 im Flugzeug, leider geloost. Da haben sich 2 gefunden. Ich meine, der kostet $100 extra, aber wie gesagt, ich bin kein Fischesser oder kein Seafood-Esser, deshalb kann ich das jetzt nicht Hand ins Feuer. Das muss man, muss man gucken. Der Herr Hansen. Essen laut LH nur auf Flügen Ex-Deutscher vorbestellbar. Logisch. Ja, die Mehrauswahl bei LH ist positiv, wird auch bei besonderer Leistung mit der Kostenpflicht kein Problem haben. So, kostenpflichtig würde ich 90% nicht bestellen, okay. Genau, wenn das Angebot, es kommt drauf an, auf das Angebot, das ist halt das, ne? Wenn das richtig was Geiles ist, oder wenn du aus Indien kommst und du könntest rein theoretisch Kassler mit Sauerkraut oder irgend so einen Quatsch bestellen, würde ich auch sagen, sofort. Genau, Radio Frankfurt Tower, danke für den Hinweis. Also, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, man hat mir auch gesagt, dass man dort vom Radio Frankfurt Tower übrigens den Flughafen sehen soll. Hoffen wir, dass das Wetter geil ist. Wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste und Nöte habt, lasst es mich wissen und dann können wir alles besprechen und ich freue mich und bis morgen wieder. Wenn ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, Like dagelassen habt, kommentiert habt, Kanalmitgliedschaft, T-Shirt gekauft habt, Stammtisch teilgenommen habt und Fragen gestellt habt, dann haben wir kein Beef. Also, bis morgen, dann bis dann, ciao. So, hier ist jetzt, glaube ich, Schluss, da.